Dani Punch gegen Dani Fusion. Ich habe ja beide in einer Holzausführung. Den Punch gibt es auch nur in dem oder in einem Stabilized Wood. Den Fusion gibt es auch mit einem Edelstahl-Stem und. Da gibt es einiges dafür. Generell haben wir mal beide Geräte, die sich wirklich komplett unterscheiden. Komplett unterscheiden. Der Dani Fusion ist tatsächlich für jemanden, der umsteigen möchte oder altes Tütenfeeling haben möchte, ein unglaubliches Gerät. Der simuliert MTL, der ist viel strenger. Der hat wirklich keinen sehr offenen Luftzug. Aber geil, leider geil, wunderbar, wunderbar. Und dagegen der Dani Punch hier, der hat einen sehr hohen Luftdurchlass. Also der knallt, wie ich gesagt habe, kannst du durchatmen. Der knallt über 20 Liter die Minute durch und der würde ich dann sagen so 5. Der ist viel mehr hybridisch, also mit Konduktion-Konvektionsanteilen als der Dani Punch. Der Dani Punch hat zwar auch noch einen Hybridfaktor, aber der ist sehr gering. Das sind in meinem Gefühl ganz unten irgendwo 10-15%. Und hier, der geht schon, keine Ahnung, 20, 30, in dem Bereich geht der hoch. Also ordentlich mehr. Das macht den zu einem sehr guten Tütenersatz und den zu einem sehr guten Bongersatz. Aber für einen Tütenmenschen, jetzt wird kompliziert, der früher lockere Tüten gedreht hat. Also das gilt für die normalen Tüten, die man gebaut hat, weißt du, und dann nochmal tick, aufgetippt, ein bisschen von oben gestopft. Bam, das ist die Antwort. Und für Haschisch ist das die absolute Antwort. Unglaubliches Teil für Haschisch. Also ja, auch der Tempest kann, ja, auch der Punch kann Haschisch. Ist korrekt. Aber Haschisch durch die extrem hohe thermische Masse mit den Silberringen, the King of Hash. Ist wirklich the King of Hash, Dani Fusion 2. So, bist du jetzt aber King of Hash und die etwas angeklopfte, festere Tüte. Jetzt gibt es aber auch Menschen, die sehr locker gedrehten Tüten puffen. Dann kommt der wieder ins Spiel und kann die ersetzen. Beide können auch super gut auf Wasser, aber der ist eine Rakete auf Wasser. Der ist ein, bleiben wir beim Motorradvergleich, der ist die komfortable Reise-Enduro, die zweifelsohne auch verdammt schnell beschleunigen kann und genug PS hat, aber es ist eine komfortable Reise-Enduro. Und das ist ein Sportmotorrad, ein reines Sportmotorrad, wo man denn nicht unbedingt drauf bequem sitzt, weil man nach vorne möchte. Man will nach vorne, scheiß der Hund drauf, wie ich sitze auf dem Karren. Obwohl ich nicht sage, also wenn man drauf sitzt, ist es natürlich auch nicht bequem auf dem Gerät hier. Aber der ist halt gnadenlos in Beschleunigung, in Geschwindigkeit. Die thermische Masse ist eine ganz unterschiedliche. Wir haben hier eine sehr hohe, durch die eben benannten Silberringe. Die Ringe, die ihr hier seht, die sind aus Silber gefertigt. Und so braucht er sehr lange, um heiß zu werden. Wenn er jetzt zum Beispiel so einen Kubo Heater nimmt, da gab es hier schon Diskussionen. Ja, da kommst du mit einem Heizzyklus nicht aus. Das funktioniert einfach nicht, weil der so viel thermische Masse hat. Die kann er auch lange vorhalten. Der hat eine ganz dünne Wandung und damit eine viel geringere thermische Masse. Wird schneller heiß, wird schneller kalt. Braucht vielleicht die Hälfte, noch nicht mal die Hälfte, knapp unter der Hälfte an Aufheizzeit, der Dani Punch, als der Dani Fusion jetzt wiederum. Damit ist der, wisst ihr, auch wieder das Sportgerät, es hängt schneller am Gas, der hängt viel schneller am Gas als ein Dani Fusion. Vergleich war die Frage eben, ich weiß jetzt nicht mehr, leider ist der Chat so weit weggelaufen, wer die Frage gestellt hatte von euch. Aber Vergleich Dani Fusion und Dani Punch, die sind so unterschiedlich, diese beiden Geräte,
dass es absolut Sinn macht. Und das sage ich nicht als Verkäufer. Das sage ich nicht als Verkäufer. Absolut Sinn macht, wenn man Battery-Free Guns und deren Produkte mag, die ohne jede Frage High-End sind. Wenn man die mag, dann macht es absolut Sinn, beide zu besitzen. Weil ich kann jetzt nicht sagen, das ist der bessere oder das. Sind ganz andere Geräte mit einer ganz anderen eigenen Charakteristik. Ganz eigen, ganz eigen. Aber beides ganz, ganz dolle Vapes.